Er ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche, um in den Himmel zu kommen. Er lässt mich in grünen Teilen ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser, Lehren Gottes Lehre. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg, um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, in Trockenheit und angegriffen werde von überall her, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Denn der Stab wird die Wölfe vertreiben. Somit euch schützen. Was leider heute in der Amtskirche nicht mehr geschieht. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Können wir das sagen? Ich frage mich, geht es euch, ich denke auch an YouTube-Zuhörer, geht es euch auch so? Könnt ihr das mit offenem Herzen singen? Ich meine mit dem Herzen. Gott ist natürlich nur mit denen, die ein reines Herz haben, die gutmütig, langmütig, sanftmütig sind. So wie ich mich gebe, so wird Gott mit mir sein. Der Hirte, heute weiß man das nicht mehr so sehr, man hat in den Städten haben sie überhaupt keinen Begriff mehr davon, was ein Hirte mit den Schafen ist. Aber das war zu seiner Zeit, Jesu Zeit, das ganz Normale. Dass man mehrere Schafe, die gab man dann dem Hirten und der zog hin und her mit der Herde. Und er führte sie dann auch manchmal also in eine Hürde hinein. Wenn man den Vatikan kennt, so war das auch so gemeint. Die Kolonnaden sind so. Es soll eben die Hürde bedeuten, dass die Schafe da hineinkommen und der Hirte, der Bischof, steht mit dem Stab da und sorgt, dass keine Wölfe hereinkommen. Er schließt diese Hürde. Damit die Schafe gesichert seien. Doch wacht er mit dem Stab. Und das habe ich erlebt, als ich noch nicht Bischof war, als ich den Kindergebetssturm hatte, wo der Heiland mir plötzlich erschien und mir einen Stab gab und sagte, hüte und beschütze meine Schafe, so wie Lämmer. Ich weiß noch, ich habe komischerweise, das war nicht im Schlaf, das war mitten im Tag, ich habe den Stab noch angeschaut, ich sah, dass der sehr gut ist, also ein anderes Fabrikat, also kommt nicht von der Erde, dieses Material. Und ich dachte, für die Kinder. Und dann sah ich ein Bild, und das ist entsetzlich, auch wieder, am hellen Tag.
Ich sah eine Unmenge Schafe und Lämmer und der größte Teil von denen hatten ganze Fetzen Fleisch weg. Und mitten in der Herde sprangen Wölfe herum. Und da und dort im Lamm rissen sie ein Stück Fleisch weg. Durch die Sünde. Und der Blick vom Heiland, wo er sagte, hüte meine Schafe. Und da merkte ich, dass ich nicht kommen mag. Es waren zu viele Wölfe. Ich rief den Heiland um Hilfe. Der war wieder da und sagte, dann nimm halt die Schafe und such dir eine neue Weide und bring sie da hinein. Ich höre immer noch das furchtbare Blöken dieser armen Schafe. Und das jetzt wollen wir das auslegen, oder? Ist doch einfach. Unsere einstige römisch-katholische Kirche. Das war die, welche Gott gewollt hat. Und was machen sie? Der Papst, der sich Papst nennt, der kümmert sich so sehr um die Muslime, nur nicht um die eigenen. Er sorgt, dass die fremden Glaubens, die wir eigentlich sollten zum christlichen Glauben führen, die ganze Christenheit, der größte Teil, über 80%, ist lau geworden. Die wissen nicht mehr, was überhaupt Religion ist. Und jetzt lässt der Papst Wölfe herein, anderen Glaubens, welche Christus nicht als Gott anerkennen. Und sie fressen, sie beißen, sie reißen noch das wenige, wo der größte Teil der Christen noch haben, noch weg. Das ist der Papst. Seine Lämmer und Schafe beschimpft er, die anderen liebkost er. Glaub mir, das sage ich nicht ganz so leicht. Vielleicht gibt es dann wieder YouTuber, wo schimpfen, weil ich gegen den Papst bin. Jedenfalls habe ich was ihr, wo ihr dann schimpft, nicht habt. Ich war ja über 2 Jahre im Vatikan als Gardist, Schweizer Gardist, päpstlicher Gardist, musste ich schwören, dass ich dem Papst die Treue halte. Glaub mir, ich halte es immer noch. Aber nur, ich habe keinen Papst mehr. Denn wenn ein Papst etwas behauptet oder lehrt, das wieder die Lehre der Petri und der Apostel ist, dann sagt der Kirchenlehrer, der heilige Augustinus, dann widersteht ihm Auge im Auge, denn er hat kein Recht mehr, auf dem Felsen Petri zu stehen. Er ist nicht Jesus, er ist nicht Petrus, sondern er steht auf dem Felsen Petri. Petrus ist immer und bleibt der Fels. Und der Papst hat auf diesem Felsen zu stehen. Sobald er davon abweist, zum Beispiel, was er kürzlich mal sagte, es gibt keine Hölle, Gott ist die Liebe. Es widerspricht nicht nur der Lehre Petri, sondern die Lehre Jesu. Man schimpft in Deutschland von rechts und links. Ja, meine Lieben, jetzt überlegt mal, was heißt denn die geheimen Offenbarung? Die Guten wird Jesus zur Rechten nehmen und die Bösen zur Linken. Und den Linken wird er sagen, weigert die Verfluchten,
in das ewige Feuer, das Satan und seinem Anhang beschieden ist. Überlegt mal ein bisschen. Bischöfe und Kardinäle, das sind doch die Hirten, wo Gott angestellt hat. Es interessiert sie gar nicht, was mit den Schäfchen geht. Es haben auch wieder die Bischöfe der ganzen UNO, glaube ich, alle Bischöfe haben die Migrationspaket akzeptiert und befohlen sogar, man soll das. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber gegen diese Migranten, die hier noch kommen, weil die dummen Europäer ihnen alles zahlen von unserem Geld, die wir krampfen den ganzen Tag. Vor wie in Deutschland. Ihr wisst, was meine erste Predigt am YouTube war. Ihr werdet belogen, belogen, belogen. Es gibt jetzt auch Offiziere, Kommandanten, Polizeikommandanten, wo jetzt frei sind, also, wie sagt man dem, wenn sie im Alter pensioniert sind, wo jetzt endlich anfangen reden und sagen, dass sie von oben Befehl haben, dass sie alles verschweigen müssen, was mit Muslimen geschieht. Noch einmal, wo erkenne ich, was Migrant ist und was Flüchtling ist? Der Flüchtling bittet und der Migrant fordert. Das ist der Unterschied. An dem erkennt man sie. Ich habe gerade gestern noch einen Streifen gesehen im Internet. Da spricht ein Schwarzhäutiger. Ja, mein Gott. Wir werden euch. Ihr zahlt nur, ihr seid da, um uns zu unterstützen. Ihr seid blöd, ihr spinnt doch. Aber macht nur weiter so. Wir werden noch hier den Glauben bringen. Da wir so laue Christen haben, ist das für die ein Klacks. Sie haben ja schon den Papst. Der holt sie ja herein in seine Hürde, wo er sollte. Der Papst sagt, man darf denen nichts reden vom Christenglauben, in ihrem Glauben lassen. Es ist wieder die Lehre Jesu Christi. Geht in alle Welt, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe, und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Seht ihr, auch da, solche Dinge könnte ich eins ums andere bringen, wo gegen die Heilige Schrift ist. Aber das Volk ist blind geworden und das Allerschlimmste ist, man weiß wohl, oh, jetzt wird mal ein Chip da hineingegeben oder irgendwo. Den habt ihr ja schon. Der größte Teil ist der geistige Chip gemeint, wo Gott dann, wenn einer da dann eingeimpft bekommt, das andere, und er weiß es nicht, kann er nichts dafür. Aber ihr habt den Glauben verloren. Der Hirte hütet euch nicht mehr. Da sind wir eigentlich hundewurscht, was mit euch im Glauben passiert, mit seinen Schäfchen. Wenn ihr wisst, wie schmerzvoll ist, habe ich den Schmerz oder ist es der Schmerz Jesu? Ich weiß es nicht. Aber es ist ein unglaublicher Schmerz. Ich verstehe einfach nicht, warum die Menschheit so. Das ist der Chip. Von Gott weg. Nein, nein, nein. Und ich habe Angst für alle Menschen, die mal von Gott zur linken Seite geschoben wird. Verdammt für ewig gehen. Was könnte ich noch machen? Wir haben keinen Papst. Da lebt noch Benedikt, aber der ist inzwischen so schwach und Ding, mit dem ist nicht mehr zu rechnen.
Und tut mir leid, ich sage, er war einer der größten Theologe, wo es gab. Fantastisch. Aber er ist feige. Er weiß, was geht. Wenn er noch wenigstens mal reden würde, öffentlich. Was heißt denn das, wenn ein Papst, welcher war das, wurde Paul VI., korrigiert mich im Fall, das ist nicht der sagte öffentlich, der Rauch Satans ist bis in die Spitze der Kirche eingedrungen. Sag mir, was ist die Spitze der Kirche? Der Rauch Satans. Und ich weiß, dass er da ist. Was heißt das? Überlegt doch. Und das ist der Chip. Der ist der Gefähr, also von Gott wegführt. Oder wenigstens, es gibt viele, die sagen, ich glaube an Gott. Aber so wie sie denken, nicht wie Gott denkt. Gott hat ganze Dinge gegeben, wie er uns haben möchte. Und das erfüllt über 80% der Welt nicht. Müsste ich noch mehr sagen. Ich bleibe jetzt bescheiden bei 80%. Sie haben den Chip. Sie sehen es gar nicht mehr. Schaut nach Deutschland. Da kann ja nicht nur Deutschland, überhaupt. Sie dienen den Moslems. Sie gehen von Gott weg. Ich rede, was ich von Gott erhalten habe, von Kindheit an. Und ich sehe, wie die Kirche nicht mehr das ist, was Gott, dass es noch kann die Kirche Gottes sein. Denn wenn der Herr mir sagt, meine Kirche ist so eine Kloake geworden, ihr wisst ja nicht, was in der Welt weit geschieht.